Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute gibt es ein ganz wunderbares Rezept, nämlich für eine lockerleichte Zitronencreme. Sie ist reich an Vitamin C und Protein und hat ein herrlich frisches Aroma und macht die Creme angenehm sättigend. So entsteht ein super leckeres Dessert, ganz ohne Fertigprodukte und garantiert mit viel Liebe gemacht. Das ist ein echter Sommergenussmoment. Und gibt es so definitiv nicht zu kaufen. Und die Säure der Zitrone machen genau die richtige Mischung aus. Da auch Bio-Zitronen mit einer natürlichen Backschicht überzogen sein können, die zwar zum Verzehr zugelassen ist, die ich dennoch nicht haben möchte, übergießen wir sie vor dem Abreiben trotzdem mit heißem Wasser. So entfernen wir nicht nur Schmutz, sondern auch die Backschicht, bevor wir die aromatische Schale verwenden. Nun wird sie einfach nur noch mit einem Küchentuch trocken gerubbelt. Und dann ist sie auch bereit zur Verwendung. Dazu richten wir uns eine Schüssel mit einer Zestenreibe. Und dann reiben wir vorsichtig nur das Gelbe der Schale ganz fein ab. Das Weiße lassen wir möglichst dran, denn das bringt eine unangenehme Bitternote mit sich. Solltet ihr keine Zestenreibe haben, könnt ihr die gelbe Schale mit einem Spargelschäler ganz dünn abschälen und anschließend hackt ihr sie ganz fein mit dem Messer. Je nach Zestenreibe lohnt es sich natürlich auch noch die Reste der Schale abzukratzen. Das geht entweder wie hier bei mir mit dem Finger, einem Zahnstocher oder auch mit einer festen Bürste. Bis zur Verwendung stellen wir die Schale auf die Seite. Nun benötigen wir noch Puderzucker und all jenen, die ihn immer noch teuer kaufen, zeige ich jetzt, wie in wenigen Sekunden rund 50% der Kosten sparen können. Dazu wiegen wir uns 30 Gramm ab. Das ist die Menge, die wir gleich benötigen und je nach gewünschter Süße darf es natürlich etwas mehr oder auch weniger sein. Ich verwende hierfür Vollrohrzucker. Dazu kommt ein Teelöffel Vanillezucker, der genauso leicht herzustellen ist. Und auch eine Prise Salz. Mein Salz ist natürlich rieselhilfefrei. Denn zu allem Süßen gehört auch etwas Herbes. Das hat schon meine Oma gesagt und bringt Süße noch besser zur Geltung. Nun lassen wir alles in einer Gewürzmühle fein mahlen. Diese Mühlen sind nicht teuer und sorgen ganz nebenbei für ganz besonders frische Aromen. Nach etwa 10 Sekunden ist es bereits soweit und it's magic, es dampft. Und ihr habt feinsten Puderzucker. Auch ihn stellen wir auf die Seite, richten uns nun eine ausreichend große Schüssel und geben als weitere Zutat 250 Gramm 20%igen Quark hinein. Variieren kannst du allerdings bei der Fettstufe problemlos. Und für ein leichtes Mundgefühl kommen 2 Esslöffel 2%iger Joghurt dazu. Übrigens, den Quark und auch Joghurt kannst du ganz einfach selbst herstellen. Ich befinde mich zurzeit nur im Ausland und hatte keine Zeit, beides in der Kürze herzustellen. Nun hat natürlich nochmal die Zitrone ihren großen Auftritt. Wir halbieren diese und je nach Größe, meine ist ja sehr groß, wird der Saft einer halben bis einer Zitrone hineingegeben. Kräftig ausdrücken, denn wir haben ja alle nichts zu verschenken. Habt ihr manchmal auch das Gefühl, dass die Zitronen heute gar nicht mehr so richtig sauer sind wie früher? Das liegt meist daran, dass sie reifer geerntet werden oder aus sonnigeren Anbaugebieten stammen. Wie seht ihr denn das? Lasst es mich mit einem Kommentar wissen. Dem gefolgt ist der Puder-Vanillezucker. Dann kommt ein Großteil des Zitronenabriebs dazu. Den Rest brauchen wir dann noch zur Deko. Und es wird alles mit Hilfe des Schneebesens kräftig, ordentlich und cremig miteinander verbunden. Sobald es soweit ist, sollte natürlich einmal probiert werden. Ist es süß genug? Die Creme wird am besten einen Abend vorher vorbereitet. Wenn sie jetzt noch durchzieht, ist sie perfekt. So entfaltet sich das Zitronenaroma noch am besten. Hier geht's wirklich rein um die Süße. Nun richten wir uns noch die Serviergläser, die wir zum Auftischen nehmen möchten.
Nochmal erwähne ich etwas Wissenswertes. Das meiste Zitronenaroma steckt übrigens gar nicht im Saft, sondern durchaus in den ätherischen Ölen der Schale. Deshalb lohnt es sich immer, diese mitzuverwenden oder andersweitig, zum Beispiel für Zitronenzucker zu verwenden. Oder diese zu trocknen und zum Beispiel Kuchen damit zu verfeinern oder sogar für Fisch zu verwenden. Also nicht, um diese zu verfüttern daran, sondern für Fischgerichte zu nehmen. Na dann, aus die Maus, reicht die Creme nur für 2 Gläser. Nun wird der Glasrand noch von den Verunreinigungen gereinigt. Nun wissen wir ja alle, dass das Auge immer mit ist. Deswegen entferne ich aus der übrig gebliebenen Zitrone die Kerne und schneide mir etwa eine 1 bis 2 mm dicke Scheibe ab. Sollten noch Kerne vorhanden sein, werden diese natürlich entfernt. Viele Kerne übrigens bedeuten nicht automatisch, dass die Zitrone ursprünglicher ist. Sie zeigt meist nur, dass die Blüten gut bestäubt wurden. Und dann halbieren wir sie und stecken sie dekorativ, so wie bei mir zu sehen, auf die Zitronencreme. Nun benötigen wir noch den restlichen Zitronenabrieb und geben ihn auf die Zitronencreme. Sieht ein wenig hübsch aus fürs Auge auf jeden Fall. Und einigermaßen gleichmäßig sollte es sein. Wie bereits erwähnt, geben wir die Creme am besten über Nacht in den Kühlschrank. Und damit sie nicht den Geschmack des Kühlschranks annimmt, der mal mehr und mal weniger intensiv sein kann, decken wir die kleinen Gläser mit Frischhaltefolie ab. Ich verwende sie zwar sehr selten, aber selbst ich kann nicht komplett darauf verzichten. Viele Stunden später, natürlich könnt ihr die Creme auch am Morgen herstellen und am Nachmittag verzehren. So nehme ich einen Löffel Biskuit, schneide ihn schräg an. Nun benötigen wir von der zweiten halben Zitrone noch den Saft. Bevor wir damit die Löffel Biskuits tränken, kommt die Creme aus dem Kühlschrank raus und sieht wirklich wunderbar fantastisch aus und duftet herrlich nach frischer Zitrone. Die halben Löffel Biskuits werden nun einfach im Zitronensaft einseitig getränkt und auf die Creme gesteckt. Das ist ein minimaler Aufwand für eine große Deko. Nun könnte man entweder warten, bis die Löffelbiskuits sapschig sind oder noch einen guten Biss haben. Dann sollten sie umgehend verzehrt werden. So enthält nun ein Glas in etwa 30 Gramm Eiweiß. Denn auch wenn die Creme etwas Zucker erhält, den du selbst variieren kannst, kann man die Creme durchaus mit gutem Gewissen genießen. Und ich wünsche dir nun viel Freude beim selbermachen. Gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch.